Ein Saurer, wo ich wirklich gar nichts drüber weiß. Aber die Caroline, die weiß zumindest mal, wie alt er ist, oder? Ja, Jahrgang 59 ist ein Saurer OM. OM ist eine italienische Marke, Officina Meccanica, glaube ich, in Lizenz von Saurer gebaut. Das ist so, denn es ist eine Saurer-Lizenz, bedeutet, ein großer Schweizer Hersteller hat den gebaut. Und das Starke dabei ist, dass die Aufbauten dann lizenziert worden sind. Und hier sieht man es, OM, allein das Schild hier, das ist nicht gelasert, sondern das ist alles Handarbeit. Oder? Jawohl, ist noch original. So, du bist jetzt neu in dieser Busszene oder bist du schon seit 20 Jahren da? Nein, über den Partner quasi reingerutscht sozusagen. Und, geht's? Ja, super. Ja. Es ist ja so eine Sache, Camping und überhaupt so Bustreffen und so, da muss man ja schon kommunikativ sein, denn man wird ja entsprechend oft angesprochen auf den Plätzen, oder? Ja, sicher, aber meistens übernehmen dann die Männer alles, was die Technik betrifft, und wir Frauen können uns da etwas im Hintergrund halten und das Wohnbustreffen genießen. So, ich zeige das mal gerade. Das ist ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Ja. Kriegt ihr denn da alles rein, was ihr braucht? Ja, locker. Geht's locker? Hat über 6 Tonnen und sehr schmale Radstand, das heißt, man kann damit auch recht gut auf eine zweispurige Straße umdrehen wie mit dem PKW. Ich glaube, der wurde auch dafür gebaut, für kleine Straßen, oder? Für Wendigkeit und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ursprünglich ist der mal bei der Kantonspolizei in Zürich als Polizeiauto unterwegs gewesen, als Mannschaftstransporter. Gell? Als Mannschaftstransporter für die Polizei. Jetzt wird mir einiges klar, denn der Rampenwinkel geht nämlich hinten hoch. Und wie man das sieht, der ist wahrscheinlich sehr, sehr geländegängig. Und das Coole dabei ist, die Tür hier hinten. Als Wohnmobilumbau ist er natürlich phänomenal. 1959, das heißt, du kannst einfach hier hinten öffnen und hast dann den Blick auf die Berge. Ja, super. Traumhaft. Und die Stechmücken? Ja, nee, das geht. Das ist nicht das Problem. So, da hat eine Kupplung. Ihr habt aber nichts hinten dran noch hängen, oder? Den haben wir wenn Sie ihn nicht dabei haben, haben wir den als dabei. Ach so, ihr seid beide untereinander bekannt. Genau, richtig. Das sind die Schwiegereltern. Hallo. So, den werden wir uns gleich mal vornehmen. Der ist nämlich auch wunderschön, der da ist. Er ist jetzt gelb. Ich nehme an, er war nicht immer gelb, oder? Nee, er war vorher blau. Er war blau? Ja. So, und das da ist deiner, oder wie? Der da? Ja, genau. Okay. So, ich habe mir deine Frau mal kurz gekrallt. Sie hat mir nämlich einiges schon erklärt. Es war mal ein Polizeimannschaftswagen, richtig? Ja, das ist richtig. So, der war aber nicht gelb früher, oder? Ja, der war blau, das ist richtig. So, aber blau ist nicht so schön in der Schweiz, oder? Ist nicht so fröhlich. Ich zeig's mal gerade. Also ich habe der Radstand plus hinten der Böschungswinkel. Das heißt, der kam überall hin, oder? Ja, also da bist du wendiger mit dem Fahrzeug als mancher große Personenwagen, ja. Wenn ich so gucke, der Radstand, das dürften so 4-5 Meter, oder was hat er? Und der Radstand ist 3,10. 3,10? Ja, 3,10 Meter, ja. Das ist die Länge vom Smart. Ja, genau das meine ich. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und der Einschlag, der ist beinahe 80 Grad. Das heißt, du kannst auf der Stelle wenden? Ja, also es gibt einen Wendekreis von 7,80 Meter, habe ich jetzt im Kopf, bin mir aber nicht sicher. Also es ist wirklich eng. So, deine Frau hat schon gesagt, technisch weiß sie nicht so viel, aber ich wollte sie eigentlich mal befragen vom Innenausbau und so weiter. Der ist richtig schön geworden. Hast du mal kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Genau, wenn du mal kurz mal mitkommst, sei mal so lieb. Dann gehen wir mal gerade drum rum, denn du hast ihn ganz toll restauriert. Ja. Fast alles ist neu. Ja, fast. Also die Karosserie, das ist ja grundsätzlich ein Lastwagen-Chassis, wo ein Bus aufgebaut ist drauf. Und das Gerippe drunter, das haben wir frisch gemacht, plus alle Seitenbleche und halt einfach frisch lackiert. Ja. Genau. Einfach so, das war doch schon viel Arbeit, oder? Ja, das sind ein paar Stunden, die ins Land geflossen sind. Aber das ist, wenn man so ein altes Fahrzeug hat, da steht auch immer wieder mal was an. Und dann, wenn was ansteht, macht man das halt gleich komplett und rundherum. Das fängt an beim Motor und Getriebe, Hinterachse, das ist Step by Step, das ist nicht alles auf einmal. Da wird gebraucht und gewohnt damit und irgendwann, ja, ist halt wieder eine Arbeit fällig, ja. So, du hast ihn schick gemacht fürs Treffen? Nicht speziell, nein. Ja, der ist immer so schön. Nein, ist jetzt eigentlich sogar ein bisschen schmutzig.
So, der hat eine Tür hier an der Seite, ein Mannschaftswagen, das heißt, die sind ja damit zu irgendwelchen Einsätzen gefahren, oder? Ja, richtig. Also das war eigentlich ein polyvalent einsetzbares Fahrzeug. Das war ein Mannschaftstransporter, bei dem man die Bestuhlung rausnehmen konnte und umbauen konnte zum Sanitätsfahrzeug. Echt? Ja. Cool. Die waren damals noch kreativ, ja. So, das ist wahrscheinlich schwer zu bekommen, so ein Fahrzeug, oder? Ja, ist das Einzige, was es noch gibt, ja. Das Einzige? Ja, von der Sorte schon, ja. Also ich weiß von keinem anderen. So, das ist der Landstrom, der reingeht? Ja, richtig. Wenn es dann mal braucht, also wenn er zu Hause in der Garage steht, damit man die Batterien zwischendurch mal laden kann, schließen wir am Strom an und sonst ist das Fahrzeug eigentlich autark mit der Solaranlage und dem Zwei-Batteriesystem. So, und der ist wahrscheinlich unkaputtbar. Das heißt, der wird wahrscheinlich noch die nächsten 50 Jahre fahren, oder? Ja, es kommt darauf an, wie viel Arbeit das man reinsteckt. Es laufen was zu machen. Unkaputtbar ist das Zeug nicht. Also es braucht Pflege, es braucht intensive Wartung, aber wenn man anständig damit umgeht und die Arbeiten, die anstehen, macht, dann hält es wirklich lang. Ja. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, wieso es nicht funktionieren sollte. So der Wartungsstau, der dann da ist, der dann kommt. Richtig. Ist natürlich im Verhältnis zu einem neuen Fahrzeug schon viel intensiver in der Pflege und der Wartung. Aber was so schön ist, das habe ich eben auch schon bewundert beim Kollegen nebenan, die Schlösser, alles ganz massiv, nicht so wie früher oder heute. Ja, das ist so. Es hält, wenn man es pflegt. Gerade die Schlösser, wenn das zwischendurch ein bisschen Öl bekommt, dann halten die ewig. Ich habe nämlich gesehen, beim Fahrzeug hier 2 Nummern weiter, da war das Ölkännchen direkt im Eingang rechts, ja, war das schon dabei. Das war früher Grundausrüstung. So, und das hier ist so ein Statement hier, was ist das hier, Mammut? Das ist ein Mammut, ja, das ist noch aus meiner früheren Armeezeit, war das Truppenkennzeichen. Und darum ist das drauf, ja. So, da kommen die wildesten Fahrzeuge an, oder? Ja, das wird noch viel spannender, ja, das ist richtig. So, und hier vorne, ihr kocht draußen, oder? Ja, ach, ihr habt einen Kuchen gebacken? Zwischendurch, ja. Also wir können drin kochen, aber wenn natürlich schönes Wetter ist, dann ist draußen leben ist immer noch das Schönste, ja. So, und das da, wenn du mich mal kurz aufklärst, das ist ein Backofen für den Grill, oder wie? Ja, das ist da gibt es ja den berühmt-berüchtigten Omnia, den man in der Camper-Szene, glaube ich, ganz gut kennt. Und wir haben uns halt für das italienische Pendant entschieden, das etwas mehr Volumen hat, wo man einfach einen großen Kuchen drin machen kann. Das ist ein Versilia, heißt es. Ein Versilia, warte mal, ich zeig mal gerade, dass man das gut lesen kann. Und der ist gut, der Ofen? Funktioniert. Wir haben uns jetzt ein altes Kuchengitter zugeschnitten, dass wir auch ein Gitter für ihn rein haben. Dann können wir bequem Brötchen aufbacken und super. Funktioniert perfekt. Oh. Ich darf mal kurz reinschauen? Ja, natürlich, ja. So, das ist hier das ist der Bus, der vorne da ist. Was ganz besonders ist, das Lenkrad immer rechts, oder? Das war früher bei Schweizer Bussen oder und Nutzfahrzeugen war das normal. Das kommt aus der Bergfahrt, dass der Chauffeur eigentlich am Berg saß bei der Rauffahrt und beim Tale bei der Runterfahrt. Ach so, dass er gut sehen kann, rechts, wo es da runter geht und so. Ja, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt also, es gibt ja auch so Geländefahrzeuge, die jetzt so solche Seitenkameras haben, dass man gut sehen kann. Das braucht man hier nicht, oder? Ja, nein, braucht man nicht, weil es hat genügend Spiegel. Nötig ist es nicht. Und die Fahrzeuge sind ja auch nicht ganz so breit wie heutige Nutzfahrzeuge. Die sind ja etwas schmaler und haben große Scheibenflächen und darum eigentlich ziemlich übersichtlich. Ja. Ich zeige mal gerade hier vorne mal rein, dass wir das mal sehen. Hier kommen lauter neue im Kässbohrer. Ich glaube, es wird noch ziemlich voll, oder? Ja, also ich hoffe es, ja. Normalerweise sind es um die 100 Fahrzeuge. Ja, es sind, glaube ich, angemeldet sind jetzt 65. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja Aufgabe, fast jedes, der möchte, dass wir die dokumentieren. Adolf Saurer. Ich glaube, das ist für so Schweizer ist das eine ganz tolle Firma, oder? Ja, das ist Nonplusultra. Das ist so, ja. Ja, ich muss. Das ist ein Stück Schweizer Geschichte, ja, das ist richtig. Ich muss zur Schande gestehen, ich habe sie vorher nicht gekannt. Ja. Das ist so wahrscheinlich eine riesen Bildungslücke für mich gewesen. Ich habe nie ausgelernt. So, OM Saurer Lizenz LC1 steht drauf. Dann hier auf der rechten Seite. Dann hast du rechts auf der Seite Spiegel, diverse Schalter. Die waren schon da drin? Das war der große Teil schon drin, das ist Originalausrüstung. Ja, das ist so Innenbeleuchtung, Motorbremse ist dort.
die Regulierung der Zuluft für die Kühlung. Dann auf der linken Seite natürlich Manometer, Geschwindigkeitsanzeige, Zündschloss, Blinkerschalter. Ja. So, das Lenkrad, Airbag, Seitenairbags auch? Ja, nein. Nee, hat er nicht. Also er hat ja gar nichts. Er hat wahrscheinlich keine ABS. Nein. Er hat eine Motorbremse. Ja. Ein Retarder braucht er nicht, Nein, oder? Retarder nicht. Das ist eine reine Stauklappenbremse. Und das reicht grundsätzlich auch. Ja. So, da ist auch der Motor drunter. Ist er laut bei der Fahrt? Ja, natürlich nicht vergleichbar mit dem neuen Fahrzeug, aber es ist erträglich. Tüscher Zürich steht drauf. Ja. Die haben den Aufbau gemacht, oder? Die Karosserie, ja. Karosserie. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Tüscher, das habe ich schon gelernt. Ganz großer Aufbauer. Dann ganz viele Teile. Was haben die für eine Funktion hier? Das ist ein Lufteinlass. Lufteinlass. Ja. Okay, während der Fahrt kannst du aufmachen. Ja, genau. Das ist eine Klappe nach vorne, die da unter der Sonnenblende, kommt das Licht rein. Die Luft rein und man kann das hier dosieren über das Gestänge. Genau. So, ihr nutzt das Fahrzeug ja intensiv auf dem Campingplatz. Kann man damit überhaupt auf dem Campingplatz fahren, ohne dass 5000 Leute direkt um einen rumstehen? Nein, geht nicht. Also das ist, wenn du mit dem Fahrzeug auf dem Camping fährst, dann bist du nicht lange alleine. Aber wir fahren meist auch nicht auf Campingplätze, das ist das andere. Ja, entweder auf Stellplätze oder halt, wenn es irgendwo in einem Land noch möglich ist, freicampieren. Weil grundsätzlich haben wir alles dabei. Wir sammeln auch unser Schmutzwasser. Wir sind nicht angewiesen auf Plätze mit Strom und frischem Wasser. Du hast den komplett selber gebaut? Ja, also ich habe ihn teilausgebaut übernommen vor 12 Jahren und habe dann eigentlich noch den Finish gemacht. Ja. Also ich mag das, dass er nicht so lang ist. Das heißt, du kommst auf jeden Campingplatz hier, oder? Ja, also wir sind von der Größe her noch nie angestanden. Dort, wo ich sage mal, die normale Weißware reinkommt, dort stelle ich mein Fahrzeug auch rein. Das Einzige, was man ein Problem werden kann, ist das Gewicht mit 6 Tonnen. Wo man mit dem 3,5 Tonner noch reinfährt, kann es mal geben, dass du mit 6 Tonnen nicht mehr reinfährst. Aber von der Abmessung her, vom Radstand her, von der Wendigkeit her, fahre ich überall rein, wo ein normaler Van auch reinfährt. Ich mag den Grundriss, der ist so luftig und du hast riesen Fensterflächen. Gut, das hat Vor- und Nachteile, oder? Ja, ist richtig. Also einerseits zum Leben drin ist es wunderschön, das sind die großen Fensterflächen. Etwas mühsamer ist es im tiefen Herbst, wenn es dann wirklich kalt wird. Aber dafür sind die schweren Vorhänge da und die gute Standheizung. Dann ist natürlich die Isolation lässt zu wünschen übrig. Die hat Diesel, nehme ich an, oder? Standheizung? Nein, Gas. Gas. Ja. Gut. So, hier vorne hast du ein bisschen Technik. Ja. Solar hast du ja drauf, hast du erzählt? Ja, richtig. Solar ist drauf, da sind 110 Watt drauf. Das ist noch eine Baustelle, die ansteht. Da kommt ein anderer Wechselrichter hin. Okay. Was Blaues, was ein bisschen mehr Leistung hat. Genau, und sonst ist... ja. Victron Energy. Ja, genau. Sehr schön. Electrolux gibt es ja auch nicht mehr. Nein. Ersatzteile? Schlecht, aber es braucht bis jetzt auch keine. Der Kühlschrank hat rund 30 Jahre auf dem Buckel. Ist ein absolutes Kraftwerk. Also ich wünsche mir, wenn ich den mal ersetzen muss, etwas in der gleichen Qualität. Der macht kalt? Richtig kalt. Also der macht das ist ein Absorberkühlschrank, kein Kompressor. Und der macht bei 35 Grad Außentemperatur, macht er mir, wenn ich will, im Kühlschrank 2 Grad. Echt? Das ist gleich gut wie die besten Kompressorkühlschränke. Also ich bin gar nicht zufrieden mit meinem Kompressorkühlschrank, muss ich sagen. Ich hole mir jetzt demnächst wieder einen Absauber, ja. Weil der ist nicht schlecht, aber er braucht viel Strom und ich merke richtig, wie der Strom frisst. Ja. Also sind knapp 100 Wattstunden am Tag. Ja, das ist viel. Das ist viel, sehr viel. Die Wetzen. Das ist sehr viel. Wir haben jetzt, wenn wir autark stehen, läuft er auf Gas. Er braucht nicht viel Gas, also nur den Kühlschrankbetrieb, dann könnten wir den ganzen Sommer mit einer Gasflasche auskommen. Wenn wir mal am Netz bei 230 Volt hängen, dann ist natürlich, dann stellen wir um auf 230 Volt. Wir haben ihn auch schon über den Konverter betrieben mit 230 Volt. Da darf ich mal reinschauen in den Kühlschrank? Ja, natürlich. Ja. Sehr schön. Mal gucken, was ihr so drin habt. Superbock. Ich glaub's ja nicht. Ja, darf ich dich zu einem Bier einladen? Ich muss ja noch filmen, vielleicht heute Abend. Aber du hast auf jeden Fall Käse drin. Ja. Das ist aber lieb von dir trotzdem. So, da hast du Käse, das darf nicht fehlen. Du hast frischen Salat mit drin.
Was ist das hier? So Bündnerfleisch? Ja, genau, ein bisschen Aufschnitt fürs Frühstück. So Cola, ein paar Getränke, ein Wein. Was für ein Wein trinkst du gerne? Oh, Sag mal. das ist jetzt von der ZHW. Der kommt aus Wädenswil, ein weißer Kerner. Ein Schweizer Wein. Ein Schweizer Wein, ja. Wird am Zürichsee gewonnen und auch hergestellt. Und der gute Prinz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Sag mal, da ist die Mayonnaise, die darf ja bei keinem Schweizer fehlen, oder? Das Die ist Tommy. richtig, das ist zwingend. Da darfst du mir die mal kurz mal zeigen, weil ich kenne solche Tuben gar nicht. Das ist so eine Klinikpackung, oder? Wie nennst du das? Klinikpackung. Klinikpackung, ja, das kann sein. Ja, wir kennen es nicht anders als aus der Tube. Ist das genial. Ja. Und die haben vorne nämlich auch diesen Verschluss, den ich auch von meiner Oma noch kenne. Das ist für Senioren ist das hervorragend. Können die auch gut greifen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, gern. Cool. Und das ist der Kleiderschrank, oder? Das ist Kleiderschrank, ja, und auch Küche. Also Kleiderschrank, ja. Ein bisschen Jacken drin für den Notfall. Und sonst die Kleider haben wir in den Oberschränken. Und da ist eigentlich das ganze Küchenleben drin. Das ist halt auch mit der Zeit gewachsen. Wenn ich das mal sehen darf. Das heißt, du hast richtiges Geschirr drin. Ja. Es klappert nicht während der Fahrt? Nein, das ist ganz einfach gelöst. Das Deckchen. sind so ein kleine Filzdeckchen. Und das ist einfach, das ist das Schöne, wenn du über 3,5 Tonnen unterwegs bist. Da spielt Gewicht keine Rolle. Du musst nicht aus einem Bambusgeschirr essen. Und das ist wirklich schön, ja. Okay, das heißt, wenn du fährst, du hast so eine App und ziehst dir dann jeden Tag auf der Autobahn oder wie läuft das? Die Maut? Also in der Schweiz zahlen wir eine Pauschale für schwere Wohnmotorwagen. Und dann natürlich je nachdem im Ausland, wie es halt so gibt. Österreich, wie du es auch kennst, mit der GoBox. Der GoBox. Ja, genau. Ja, das ist pauschal besteuert, das Fahrzeug. So, und ganz wichtig, kleines Detail, ist der Nothammer. Der ist da. Das ist der Original-Nothammer? Das ist Original-Nothammer, ja. Das brauchen die Busse heute noch, bräuchte der jetzt nicht mehr. Aber das ist so ein kleines Gadget, was einfach drin bleiben musste. Ja. Krass. So, hier oben hast du Schränke. Was ist da drin? So Wäsche und so? Das sind einfach Kleider, ja. Cool. Sag mal, hier das Bett langt für euch beide oder ist das die Möglichkeit? Es ist in der Zwischenzeit an der unteren Grenze von der Breite her. Ja, es ist nämlich, ich meine, ihr habt euch ja lieb und so, aber es könnte ja... Das war so mit 20 Jahren war das okay, jetzt ist es ein bisschen eng. Wenn wir nicht ein neues Projekt hätten, würden wir das Ganze umbauen, damit du diese Sitze abklappen kannst. Oder vom Grundriss her, das da vorne ist ja eigentlich ein grosses Bett, das ist ein Kinderbett. Den Tisch kannst du runterlassen, Bank abklappen, Rollerrost drauf und Matratze und dann wäre das ein anständiges Bett. So, und dann habt ihr ein Bad, darf ich das mal sehen? Ich zeige noch mal ganz kurz die Küche, da ist noch mal aus der Seite. Im Camper-Potty, kein Porta-Potty, sondern Camper-Potty. Und ja, ist alles drin, oder? Was du brauchst. Ist einfach gehalten, ist das absolute Minimum, was man braucht. Was wir nicht haben, ist eine Dusche im Innern. Das geht vom Platz her einfach nicht auf und auch von der Stehhöhe. Und da kommt dazu, dass ich diese Toilette oder diese Trennwände muss ich demontieren können, damit ich ans Getriebe komme oder je nachdem Revisionsarbeiten machen muss. Und darum ist eine Duschwanne ist hier nicht zwingend gut. Okay, das heißt, ihr könnt außen duschen? Ja, richtig. Also wir können diese Türe aufklappen, ein Gestänge einhängen, einen Duschvorhang dran und dann haben wir eine Außendusche. Ich habe unter diesem Boden ist ein Wasseranschluss. Wenn du mal so lieb bist, die Tür mal aufmachst, ja. Mal so lieb. Ich muss nur mal gucken, genau von außen. Das ist genial. Das ist ja stark. Das heißt, du kannst ins Bad auch so rein, wenn dir mal schlecht ist oder so? Schon. Oder man kann auch gut durchlüften. Ja, ist genial mit der Tür, oder? Ja, es ist halt auch zum Beladen vom Fahrzeug ist schön. Du kommst von beiden Seiten her hin. Wenn du dann die Batterien musst, die eher drunter sind, oder die Technik, du kommst anständig hin. Genau. Boah, du hast mich echt überzeugt. Also ich finde das Fahrzeug gut, aber es gibt vieles zu beachten. Ja. Denn man muss es reparieren können. Du kannst es nicht in irgendeine Werkstatt fahren, oder? Ja, grundsätzlich kann man das schon. Es ist einfach eine Budgetfrage. Ja, okay. Ja, und du machst das selber, wenn man was Wir machen das selber, ja. Das ist eigentlich alles. Ja, wir haben auch dementsprechend Ersatzteile für dieses Fahrzeug zu Hause. Also ich habe ein komplettes Fahrzeug nochmals in Ersatzteilen, weil das sind keine Produkte, die man handelsüblich mehr erhält. Ausgenommen sind natürlich Verbrauchsmaterialien oder Dichtungen, das bekommt man noch, aber Motoren und Getriebe nicht.
das haben wir zu Hause und ich sage mal, das ist noch so einfache Technik, da ist man relativ schnell drin. Also. Prima. So, ich komme mal raus auf deiner Seite. Hier ist übrigens das Klopapier, das teuerste in dieser Zeit gewesen. Und ich verabschiede mich aus dem Saurer Lizenz LC1 OM mit der ganz tollen Uhr von EFAB, die hier drin ist. Ist wahrscheinlich so teuer wie eine Rolex heute, wenn die irgendwie kriegst. Hat dein Mann gut gemacht, muss ich sagen. Aber du hättest das mindestens genauso gut hinbekommen, oder? Okay. Oder nicht? Ja, ich muss mich um die Kuchen kümmern. Nee. Ich hab ihn eben gefragt, ob das Bett nicht ein bisschen klein ist. Ja, man muss sich gern haben und das haben wir. Ihr habt euch gern. Gut, dann ist die Frage auch beantwortet. So, und das ist der Schwiegervater? Ja, mein Papa, ja. Dein Papa? Ja. Hallo. Hallo. Du hast auch ein tolles Auto. Ja, danke. Wenn ich mir das gleich im nächsten Video angucken darf ich? Sicher, denn... Das ist kein Geheimnis. Kein Geheimnis. So, gleich machen wir mal das Video hiervon. Und das ist ein ganz anderes Fahrzeug, eins der ältesten Fahrzeuge hier auf dem Platz, Ja, muss man ganz klar sagen. Vermutlich momentan mindestens der älteste sein. Er ist Baujahr 54. So, das machen wir gleich. Wenn ihr euch mal gerade nebeneinander stellt, ihr beide, denn das... Nee, nicht dick und doof, sondern ihr seid ja Vater und Sohn, korrekt? Genau. Jung und alt. Und das halten wir jetzt mal fest, am 20. August 2021 in Interlaken. Interlaken. So. Ich habe es gerade eben noch gewusst, aber ich bin ja auch schon 53. Ja, es geht so langsam dem Ende zu bei mir. Und das ist ein Wetter, was man sich, glaube ich, die ganze Zeit gewünscht hat. Es war ganz viel schlechtes Wetter, oder? Ja, wir haben ja eigentlich sehr viel Regen gehabt, starke Niederschläge, auch Überschwemmungen. Also sind sehr, sehr viele Schäden entstanden. Auch in der Schweiz, gell? Ja, auch in der Schweiz. Glücklicherweise aber praktisch ohne Personenschäden. Gut, was ja in Deutschland kamen ja viele Leute zu Schaden. Trotzdem, ihr habt das auch so, das ist nicht jedes Jahr, dass das so passiert mit dem Wetter, oder? Wir haben trockene Jahre gehabt. Das hat man auch teilweise den Wäldern angesehen. Ja. Also es hat sichtbare Schäden gegeben. Und dieses Jahr sind wir leider einerseits mit Hagel, andererseits mit sehr, sehr viel Wasser eingedeckt worden. Tja, so ist es. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Dann schauen wir uns gleich mal an. Dein tolles Fahrzeug. Euch beiden erstmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.